Argentinischer Fußball kann einen immer wieder überraschen, so auch dieses Spiel hier. Und warum das so sehenswert war, das seht ihr jetzt. Montagabend im Frühling und für mich geht's in den Norden, vor die Tore der Stadt, Richtung Tigre. Aber nicht ganz nach Tigre, sondern nach Victoria. Und da spielt verwirrenderweise der Club Atlético Tigre. Also der Club spielt nicht direkt im Flussdelta, sondern im ruhigeren Ort davor. Dorthin kommt man aber auch direkt mit dem Zug. Der Zug fährt nicht dauernd, wie ich später merken sollte, aber kein Problem. Die Fahrt dahin dauert so ungefähr 40 bis 50 Minuten vom Retiro aus. Also nehmt euch ein bisschen Zeit, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Ich hatte mich mit den Jungs von der Clubasa Crew verabredet, weil ich war noch nie bei Tigre und ehrlicherweise habe ich auch nicht viel erwartet. Tigre ist ein besonders reicher Vorort im Flussdelta und deswegen dachte ich auch, die Fans von Tigre sind eher wie die von Atlanta, gut situiert, aber als ich ankam, war das Publikum doch ein anderes, als ich erwartet habe und die Previa sah wirklich gut aus. Viele Busse, viele rumstehende Menschen, die ordentlich Fernet getrunken haben oder Wein mit Limo, je nachdem. Also da war richtig Trubel in den Straßen und das hat schon richtig Bock auf dieses Spiel gemacht. Da war richtig viel los. Und auch das Stadion liegt wirklich hervorragend, mitten in dem Viertel, sehr klein, sehr eng. Man geht durch die Wohnhäuser und kommt direkt hinter den Wohnhäusern rein. Also wie man das hier in Argentinien von den Clubes de Barrio kennt, in der ersten Liga, ziemlich gut. Auch wenn das Spiel nominell nicht viel versprochen hat und auch Montagabend war, hier war schon ordentlich was los. Also rein in dieses kleine alte Stadion, wirklich gut und es war ganz anders als ich dachte, weil die Kurve war in zwei Teile geteilt. Das war mir vorher von den Bildern her nicht klar, nämlich eine sehr steile Kurve, ein Durchgang und dann noch so ein paar Stufen vorne, dass das aussieht, als wäre die Kurve größer als sie ist. Aber sie war ziemlich lautstark. Schon von Anfang an ging es ordentlich los hier und bei dem Spiel ging es gegen Barracas Central. Barracas Central, das ist der Verein von AFA-Präsident Chiqui Tapia und offensichtlich sein Sohn spielt hier auch. Und in diesem engen Stadion kamen die Beschimpfungen auch da an, wo sie ankommen sollten. Ich habe noch nie gesehen, dass Spieler so direkt auf Beschimpfungen reagieren wie hier. Das war wirklich ein tolles Schauspiel, weil das Stadion einfach so eng ist und die Leute ziemlich nah rankommen. Also gut gebaut, wirklich easy. Je näher der Sonnenuntergang rückte, umso fußballromantischer wurde es hier. Dann hat leider Barracas Central schon relativ früh das 1:0 geschossen und es war eher Flaute im Stadion, sagen wir so, wie es ist. Bis dann Tigre tatsächlich den Ausgleich geschossen hat. Der Jubel war riesig. Aber direkt im Gegenangriff hat Barracas dann wieder das 2:1 geschossen. Aber jetzt war die Stimmung angezündet, jetzt ging hier richtig was. Es war toll anzuschauen. Und dann hat tatsächlich Tigre in der letzten Minute noch zum 2:2 getroffen und dann wurde hier richtig ausgerastet.
Es macht richtig Bock, sich das anzuschauen. Und wie die Leute hier eskaliert sind, war großartig. Montagabend, kleines Spiel. Ich bin richtig happy nach Hause gegangen nach diesem Spiel, weil ich doch noch was erlebt hatte bei einem Spiel, bei dem ich nicht viel erwartet hatte. Nur sind wir dann zum Bahnhof gegangen und haben festgestellt, dass gar kein Zug mehr fährt. Aber das ist in Argentinien überhaupt kein Problem, weil Uber ist wirklich günstig und für unter 10 Euro konnten wir dann doch die 40 Minuten zurück in die Stadt fahren, zu dritt. Also recht easy, hat dann alles funktioniert. Also wie immer in Argentinien hat sich eins zum anderen gefügt und es hat doch noch alles funktioniert. Und letztendlich kann ich euch Tigre ans Herz legen. Sowohl das Flussdelta zu besuchen, das ist echt sehenswert, ein schönes Naherholungsgebiet an der Stadt Buenos Aires, da einen Tag zu verbringen und vielleicht abends, wenn ihr Glück habt, dann zum CA Tigre gehen und euch das Spiel anschauen. Das Stadion ist echt sehr cool mit diesem Graffiti von Diego Maradona. Sehr sehenswert auch. Die Lage und die Fans waren deutlich besser, als ich dachte, weil Tigre hat ein riesiges Einzugsgebiet, eigentlich den ganzen Norden von Buenos Aires. Ein wirklich cooler Club, zu dem es sich lohnt zu schauen, der ein bisschen anderen Vibe hat als die ganzen Vereine in der Stadt. Und das war auch schon wieder unser Spiel des Tages für heute. Morgen geht's wieder weiter mit einem neuen Spiel. Schaut dann auch wieder ins Video rein. Und vor allem, lasst uns ein Abo da. Das würde den Kanal voranbringen. Und dann war es auch die Mühe wert, euch hier alle Spiele des Jahres zu zeigen. Morgen gibt's ein neues. Bis dann. Viele Grüße aus Buenos Aires. Ja,